Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und wir befinden uns hier heute ich zeig's, Mittwoch um knapp vor 2 Uhr morgens. Ja, und wir schauen auf die Fortschritte von den Leuten, was sie hier jetzt bisher erreicht haben. Ja, das ist etwa immer so meine Aufnehmzeit hier, ne, kurz nach 0 Uhr. Und da finde ich es halt am besten, weil die Leute halt meistens ihre Alu aufsparen bis kurz vor 0 Uhr, weil sie den Tag über Sammelalbum questen und dann abends die letzte Stunde in der Happy Hour oder so dann ihre Alu durchballern mit einem möglichst hohen Sammelalbum. Ist natürlich auch logisch, dass man das macht, weil umso mehr bekommt man quasi ja, die letzten Prozente rausgequetscht aus aus dem Sammelalbum, um das Beste draus zu machen. Ne? Dann wird auch am Ende, ja, wie es dann halt so ist, nochmal am Ende das Glücksrad gedreht, weil das ist halt auch levelabhängig und dann kann man vielleicht nochmal ein Level gut machen und dadurch, dass das Glücksrad halt auch levelabhängig ist, kann man dadurch nochmal mehr Boni ziehen und so weiter und so fort. Deswegen macht man seinen ganzen Stuff natürlich am Ende des Tages so. Deswegen gar nicht so verkehrt, dass ich hier mitten in der Nacht aufnehme, weil da sieht man dann am besten die Ergebnisse von den ganzen Mitspielern und die schauen wir uns mal an. Ja, wir haben hier den Oid-Zugon, ja, der hat hier Stufe 22 erreicht mit einem 20er Sammelalbum. Hier werden wir auch nochmal gleich zu sprechen kommen, weil das finde ich ist auch ein sehr, sehr interessanter Faktor von den Leuten. Ob sie sich für einen 50er Mount entschieden haben oder für einen 30er Mount, ja. Dann haben wir hier den RD da mit einem 31er Sammelalbum hier schon. Ist schon heftig, was die Leute so in der Zeit auf jeden Fall finden. Da man bedenken muss, dass sie nur alle 10 Minuten angreifen können, sind sie natürlich auch sehr begrenzt, was das Ganze angeht. Ja, Zauberer von Hasch hier mit einem 28er. Und wir werden mal schauen, wir achten mal darauf, was die Leute halt hier für ein Mount genommen haben. Ne? Aber ansonsten sieht man, die Leute sind immer noch relativ nah beieinander. Das liegt wahrscheinlich daran, weil wir haben hier ein paar Leute dabei, die auch ein sehr heftiges Sammelalbum haben. Hier 37 zum Beispiel, ja, 34, mal gucken, was wir noch haben. 39 ist auch sehr, sehr heftig auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal durch, 36 auch nicht verkehrt. Und das Ding ist aber, dass die Leute, hier 37 auch sehr, sehr heftig, dass die Leute noch gar nicht mal so hoch sind. Hier auch 37er, was jetzt so die Platzierung angeht. Ne? Da steckt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr hinter, als man vermutet. Ne? In erster Linie könnte man denken, ja, vielleicht haben die Leute da oben Glück gehabt mit der Questauswahl und haben mehr so Erfahrungsquests genommen oder so. Ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die ein hohes Sammelalbum haben, aber sich relativ weit unten hier bewegen, wahrscheinlich insgesamt weniger Pilze ausgegeben haben als die Leute hier oben. Die werden wahrscheinlich insgesamt mehr ja, Alu gespielt haben, aber ich gehe mal von aus, dass die Leute, die ein hohes Sammelalbum haben, die wollen es halt erst am Ende des Tages oder am Ende der Challenge wissen. Zum Beispiel er hier hat einen 37er SA, ist auf Stufe 20. Ne, mal gucken, 35er auf Stufe 19. Mal schauen, wer hier, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, 19 mit 34 ist auch strong, 31 mit 19. Ja, also leveltechnisch sind die gar nicht mal so weit auseinander. Ne? Jeder kann hier noch irgendwie gefühlt alles erreichen. Das Ding ist aber, dass die Leute, die weiter unten sind und ein heftiges SA haben, sich wahrscheinlich Pilze aufsparen werden, um dann nachher am, was weiß ich, Samstag, Sonntag, dann möglichst viel Alu oder vielleicht auch schon Freitag, möglichst viel Alu zu spielen mit einem sehr hohen Sammelalbum. Das Ding ist ja, dass die Leute halt alle sehr begrenzt sind, was Pilze angeht. So, ne? Und die Leute sparen sich wahrscheinlich ihre Pilze auf, weil sie halt jetzt nicht jeden Tag 300 Alu spielen können, ist ja klar, ne? Weil sie halt nicht jeden Tag so viele Pilze ausgeben können, sparen sie halt bis zum Ende, denn sich die Pilze und werden an den letzten Tagen höchstwahrscheinlich ja, denn sehr viele Pilze ausgeben und sehr viel Alu spielen. Damit sie dann gerade so hinkommen und ihre Pilze am besten verbrauchen an den letzten Tagen. Also am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt. Die Leute, die jetzt hier oben gerade stehen, ne, die müssen nachher nicht zwingend auf den ersten Plätzen sein. Ihr seht, hier sind Leute dabei, die haben teilweise 10% weniger SA als Leute, die jetzt noch Stufe 19 oder 20 sind. Ne, es liegt halt einfach daran, dass die Leute ein bisschen mehr
ja, ein bisschen mehr vielleicht schon investiert haben in die Alu, ne? Und deswegen braucht man da an die Leute, die hier unten sind, das Blatt kann sich noch wenden, ja? Ansonsten ist auch sehr auffällig, wenn wir mal hier weiter durchgehen und mal auf das Mount geachtet haben, dass die Leute, die momentan einen 30er Mount haben, ziemlich weit oben sind, ja? Und hier haben wir zum Beispiel den ersten mit einem 50er Mount. Und wenn wir jetzt weiter runtergehen, dann wird auffallen, dass die Leute, so weiter sie unten sind, so mehr 50er Mounts haben. Ja? Also es gibt insgesamt so 2 Lager von den Leuten. Ne? Es gibt einmal die Leute, die sich für einen 50er Mount direkt zum Anfang entschieden haben. Hier sehen wir auch ganz viele. Und es gibt Leute, die sich für einen 30er Mount, also es ist immer noch sehr gemischt trotzdem, aber tendenziell sind eher die Leute hier weiter unten, die einen 50er Mount haben. Ne? Und das Ding ist halt, das ging ja am Sonntag los, da war ja noch Erfahrungsevent, so, ne? Und da haben sich Leute teilweise schon für einen 50er Mount entschieden. So, diese können zwar bessere Alu machen, oder bessere Alu, haben bessere Quests als die Leute mit einem 30er Mount, haben aber keine Pilze mehr. Insgesamt hast du 25 Pilze zum Serverstart, wenn du deine E-Mail validiert hast, und dann kannst du deine 100 Alu machen. Du kriegst einen Free-Pilz für die erste Quest, dann kannst du 120 Alu machen. Dann hast du vielleicht nochmal Glück und kannst vielleicht nochmal 140, 160, 180 Alu machen, wenn du noch ein paar Pilze unterwegs findest. So, ne? Und mehr kriegst du mit einem 50er Mount am ersten Tag als Free-to-Play nicht raus. So, die Leute, die sich für das 30er Mount entschieden haben, die haben halt den Vorteil, dass sie halt mehr Pilze am Start haben. Die geben halt nur einen Pilz aus und nicht 25. Ne? Und können dadurch halt die kompletten 300 Alu spielen und haben dadurch die kompletten 300 Alu am ersten Tag auch nutzen können. So, da haben halt viele Leute sich einen Vorteil erarbeitet. So, des Weiteren, ein weiterer Vorteil ist, dass die Leute halt auch mehr Pilze haben, das heißt auch im Umkehrschluss mehr Alu für die Tage danach, wo die Leute, die sich einen 50er Mount geholt haben, jeden Tag immer nur ihre 100 oder beziehungsweise 120, 140 Alu spielen können, weil die darauf begrenzt sind, weil sie halt nicht mehr Pilze zur Verfügung haben. So, das sind so diese 2 Lager, die es gibt im Free-to-Play-Bereich, ne? Und man sieht, dass sich die Taktik bisher zumindest eher so ausgeht, dass die Leute, die sich für einen 30er Mount entschieden haben, tendenziell besser dastehen als die, die sich für einen 50er Mount entschieden haben. So, das ist auf jeden Fall so der Standpunkt jetzt. Und ich würde auch sagen, wenn ich das Spiel jetzt oder das Turnier spielen würde, würde ich auch, glaube ich, eher so zum 30er Mount greifen, weil das Ding ist halt auch, der Greifendrache, der hält halt auch wirklich 2 Wochen. Wenn er eine Woche halten würde und die Hälfte der Pilze kostet, dann könnte das Ganze vielleicht auch anders aussehen. Dann würde sich das Mount wahrscheinlich eher lohnen für diese eine Woche. Dadurch, dass es aber 2 Wochen hält und 25 Pilze kostet, ist halt eine Woche komplett gewastet. Wenn das Turnier 2 Wochen gehen würde, würde das Ganze vielleicht auch anders aussehen, geht es aber nicht. Das heißt, ihr habt hier Pilze umsonst ausgegeben, weil die Laufzeit 14 Tage geht und nicht 7 Tage und dementsprechend ihr halt 25 Pilze dafür bezahlt. So. Das Ding ist aber, es könnte sich vielleicht für die Spieler noch ausgehen nachher am Ende, die einen 50er Mount haben. Das heißt, es ist noch nicht alles verloren. Ne? Also an die Leute, die hier 50er Mount haben. Ja, manche haben auch Pech und haben noch kein Sammelalbum. Da ist es natürlich auch ziemlich doof, muss ich sagen. Aber an die Leute, die einen 50er Mount haben, hier zum Beispiel der Gevi, ja, das könnte halt auch sich nachher ausgehen, wenn diese Leute jetzt hier zum Beispiel komplett auf die Alu verzichten. Also klar, man spielt natürlich, man holt das Maximum raus als Free-to-Play, ne? Spielt auch seine 100 Alu, 120 Alu und spart sich die Pilze jetzt auch bis zum Ende an. Das heißt, er hat zwar auch 0 Pilze, dadurch, dass er halt sich das 50er Mount geholt hat, aber könnte jetzt die ganze Zeit die Pilze ansparen, wo andere Leute vielleicht die Pilze jetzt ausgeben. So, und könnte halt am Ende mit einem guten Sammelalbum und einem 50er Mount nachher die letzten Tage, so Freitag, Samstag, Sonntag, sag ich mal, die letzten 3 Tage, wo er sich die Pilze zusammengespart hat, die komplette Alu halt durchzocken mit einem 50er Mount, anstatt die Leute, die sich für das 30er Mount entschieden haben. Ne? Das könnte halt auch sein, dass es sich nachher noch ein bisschen
umwandelt hier in der Ehrenhalle oder in der Gilde. Das könnte halt sein, ne? Und da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie sich das nachher am Ende hier so zeigt, welche Strategie denn am besten war. So, ne? Also generell gibt es halt einmal das 30er Mount-Lager und das 50er Mount-Lager. Und welche Strategie nachher am besten ist, wird sich zeigen. So, ne? Deswegen lasst euch nicht unterkriegen, auch wenn hier ihr schon relativ weit unten seid. Man sieht, dass die Levelabstände gar nicht mal so sehr hoch sind für ja, die Ränge, die halt zur Verfügung stehen hier. Ne? Und deswegen bin ich da sehr gespannt, was sich da am Ende die letzten Tage noch so wenden wird. Gut, das soll es dann auch soweit für heute wieder gewesen sein, für den Tag hier. Wir haben es 2:06 Uhr, wie gesagt, am Mittwoch jetzt. Ne? Tag 3 mehr oder weniger, ne, wenn ihr das jetzt hier seht, und bin gespannt, was sich noch so alles tun wird. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und ja, das war's soweit. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.